Hey Leute, Gregor von MTB News hier. Ich stehe hier in Italien und bei mir habe ich das niegelnagelneue Santa Cruz Hightower. Das Allround Trailbike von Santa Cruz. 29 Zoll Laufräder, hat jetzt ein bisschen mehr Federweg als vorher. 150 mm am Heck, 160 mm an der Front, Carbonrahmen, VPP-Hinterbau. Ich konnte es schon fahren und in den kommenden Minuten erfahrt ihr alle Details und natürlich die Testeindrücke zum Bike. Zuerst mal ein paar Details zum Rahmen. Es gibt bisher nur einen Carbonrahmen, eine Alu-Version ist aktuell nicht geplant, könnte aber kommen. Ansonsten, ich habe es schon gesagt, 29 Zoll Laufräder, ein VPP-Hinterbau, wie man ihn von Santa Cruz kennt, mit 150 mm am Heck und außerdem, wie ihr sehen könnt, ist der Dämpfer jetzt tiefer und weiter vorne montiert als bisher. Das soll den Anti-Squat senken und die Effizienz beim Pedalieren erhöhen und gleichzeitig ein bisschen smoothere Fahrt bergab ermöglichen. Kombiniert gibt es vorne 160 mm an der Front. Neues Feature ist die Glovebox, also das interne Staufach von Santa Cruz. Gibt es jetzt auch am Hightower eben. Ansonsten komplett intern geführte Kabel, also die Kabelverlegung ist relativ easy und außerdem geht es nicht durch den Steuersatz, was sicherlich viele Schrauber freuen wird, ebenso wie das komplett geschraubte Tretlager. Also da bleibt Santa Cruz sich absolut treu und versucht Bikes auf die Beine zu stellen, an denen sich gut arbeiten lässt. Dazu gibt es einen kleinen Flipchip im unteren Dämpferauge, auch den kennt man schon von vorherigen Modellen. Und neben der lila Version, die ihr jetzt vor mir seht, gibt es auch eine grüne Version. Die sind beide relativ auffällig. Genau, und jetzt kommen wir mal zur Ausstattung. Zum aktuellen Zeitpunkt bietet Santa Cruz das neue Hightower in 3 C-Carbon-Varianten, die so ein bisschen günstigeren Carbonrahmen haben, an, und 2 CC, das sind also die absoluten High-End-Bikes, wie das, was ich jetzt hier vor mir habe. Wichtig ist noch die CC-Carbonrahmen, das gibt es auch als Rahmenset, kommt aber nur für kabellose Schaltung, also funktioniert nur mit SRAM-Access-Schaltung. Und ansonsten relativ neu für Santa Cruz ist, dass alle Bikes auf ein komplettes Fox-Fahrwerk setzen, außer dem günstigsten Modell für $4.800. Die Europreise, die blenden wir euch hier ein, die gibt es leider gerade noch nicht. Das hat auf jeden Fall eine Lyric an der Front, alle anderen sind komplett mit Fox-Fahrwerken ausgestattet. Dazu gibt es immer SRAM-Bremsen, bei den günstigeren Modellen die DB8. Bei den teureren Modellen mit Access-Schaltung gibt es die super starke SRAM Maven dazu. Und genau, habe es schon gesagt, alle Räder sind auch mit SRAM-Schaltung und eben in den höheren Preisbereichen dann mit der kabellosen Access-Schaltung ausgestattet. Ich habe hier das Hightower X01 Reserve bei mir. Das hat, wie der Name schon sagt, eine SRAM X01 Access Transmission Schaltung mit 12 Gängen und das Upgrade auf die Santa Cruz Reserve Carbon-Laufräder. Und ja, ist im Prinzip alles dran, was man braucht. Eine One-Up-Vario-Stütze, die SRAM Maven Silverbremse, ein komplettes Fox Factory Fahrwerk, Maxxis Reifen, normalerweise mit einem Exo Plus Hinterreifen und einem etwas dünneren Exo Vorderreifen, weil wir hier auf super harten Trails unterwegs sind, hat Santa Cruz uns für den Test Double Down Reifen drauf gebaut, also die etwas dickere Karkasse, was auf jeden Fall, muss man echt sagen, einfach einen leichten Unterschied macht, aber vor allem auch mehr Widerstandsfähigkeit mit sich bringt. Und ja, ansonsten ein top ausgestattetes Rad, an dem es echt wenig auszusetzen gibt. Santa Cruz bietet das neue Hightower wie gewohnt in ganzen 5 Größen an, von S bis XXL. Die Reach-Werte wandern dabei von ca. 435 mm bis 525, also echt eine große Spanne, wo jeder ein passendes Rad eigentlich finden sollte. Ansonsten der Flipchip, den ich schon erwähnt habe, der macht nur so 0,3 Grad am Lenkwinkel und am Sitzwinkel aus, also eine eher moderate Änderung, würde ich sagen. Der Lenkwinkel liegt bei 63,9 Grad im flacheren Setting. Der Sitzwinkel ändert sich je nach Größe so ein bisschen, aber liegt so 77 bis 78 Grad. Also schon steil, aber jetzt nicht extrem. Ich würde sagen, irgendwie so der moderne Standard, den Trailbikes aktuell haben. Und die Kettenstreben, die wachsen je nach Größe etwas mit und liegen zwischen 435 bis 445 mm und sind damit im Schnitt 2 mm länger als beim alten Modell. Ist eine ziemlich moderate Änderung, aber Santa Cruz sagt, es macht mit dem etwas flacheren Lenkwinkel und dem insgesamt etwas gewachsenen Radstand doch was aus. Ein kurzer, aber recht abrupter Szeneriewechsel. Wir sind nicht mehr im Piemont auf dem Santa Cruz Presscamp, sondern ich bin jetzt in Canazei bei der Enduro-Weltmeisterschaft. Hinter mir seht ihr die verschneiten Berge. Mal gucken, es ist jetzt Freitag, ob das Rennen stattfinden kann. Wir werden es sehen. Ich hoffe, wenn ihr das Video seht, dann habt ihr meine Berichterstattung auf jeden Fall genauestens verfolgt.
Und ja, aber jetzt will ich euch natürlich erstmal was erzählen zu den Testeindrücken zum Santa Cruz High Tower. Ich konnte 3 Tage lang im Piemont auf den Stone King Rally Trails fahren und es war so zum Testen nicht das optimale Setup, würde ich sagen, weil es einfach super ausgesetzte und alpine Trails waren, wo man sich halt voll aufs Fahren konzentriert hat und nicht immer so 100% aufs Bike. Außerdem war halt jeder Trail wieder anders. Aber natürlich 3 super bike-intensive Tage, da sammelt man auf jeden Fall auch Eindrücke. Und erstmal kann man sagen, wie von Santa Cruz gewohnt, wenig überraschend. Man steigt aufs Bike und fühlt sich gleich relativ wohl. Vor allem die Sitzposition ist richtig gut gelungen. Ich bin normalerweise nicht der totale Fan von super steilen Sitzwinkeln, aber die knapp 78 Grad am High Tower haben mir wirklich gut gepasst. Ich hatte nicht das Gefühl, zu sehr über der Front zu sitzen. Das liegt sicherlich auch daran, dass der Hauptrahmen gewachsen ist, ein bisschen länger ist, als mir jetzt persönlich unbedingt lieb wäre. Er könnte für mich so einen halben Zentimeter kürzer sein, aber im Sitzen ist es tipptopp. Und es tritt sich super effizient, also wer irgendwie denkt, weniger Anti-Squat heißt schlechter pedalieren, das ist auf jeden Fall ein Quatsch. Da heißt nicht immer viel hilft viel, sondern es muss halt der richtige Wert sein. Und für meine Größe mit 1,83 m auf einem L-Rahmen war das wirklich absolut perfekt. Ich habe nie zum Lockout gegriffen. Der ist schon okay erreichbar, ist natürlich sehr weit unten durch den Dämpfer, aber habe ich nicht gebraucht. Ich finde, es tritt sich super effizient. Ich habe das Wippen eigentlich nicht gespürt. Man merkt so, im Kettenzug verhärtet sich der Hinterbau leicht, was natürlich zur Effizienz beiträgt. Aber ich fand jetzt in technischen Anstiegen, wo wir echt super viele hatten, also ich musste auch einfach oft absteigen und schieben, aber da hat sich super gut getreten, hat auch ausreichend Grip zur Verfügung gestellt und war super effizient. Also für lange ausgedehnte Touren echt ein super Bike. Da ist natürlich auch sowas wie die Glovebox, dieses Staufach im Unterrohr ist dann super Feature. Da kann man echt super lange Tagestouren machen und alles Nötige immer dabei haben. Interessant ist natürlich auch die Abfahrt vor allem. Und da muss ich sagen, auch hier so die Position im Bike ist sehr gelungen, finde ich. Man steht schön tief drin, obwohl das Tretlager jetzt nicht ultra tief abgesenkt ist, aber dazu halt ein hoher Stack. Wie gesagt, ein bisschen für mich auf der langen Seite. Das habe ich auch so gemerkt, dass ich vor allem am Anfang ein bisschen Zeit gebraucht habe, um so richtig Druck auf die Front zu bekommen. Das liegt, denke ich, einmal an der Länge. Andererseits daran, dass das Rad insgesamt eher ein straffes und steifes Gefährt ist. Ich denke, der Rahmen selber ist so schwer zu beurteilen, ohne einen direkten Vergleich. Aus dem Carbonrahmen, Carbonlaufräder hatte ich drin, Carbonlenker. Ich habe teilweise gedacht, ich würde mir so ein bisschen mehr Komfort insgesamt wünschen. Und auch das Fahrwerk ist so Santa Cruz typisch, immer noch nicht so total sofamäßig, sondern eher auf der straffen Seite. Und da kommt es total drauf an, was man fährt. Also wir hatten so ein paar Trails, wo man sich sicher gefühlt hat, wo man die Bremse offen lassen konnte, einfach Vollgas einen Berg runter und laufen lassen und dann merkt man, für ein 150 mm Trail oder Mountainbike ist es mega laufruhig. Man hat eigentlich das Gefühl, je schneller man fährt, je aggressiver man in den Boden reinpusht, desto mehr wacht dann das Fahrwerk auf und klebt dann auch wirklich am Boden und das Rad verspringt nicht. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Viele von den Trails, die wir hatten, waren eher ausgesetzt, so ein bisschen gerölliger Boden, weil das halt nicht viel gefahren wird, irgendwie auf 2.500 Metern irgendwo in den Alpen ist. Nichts, wo man unbedingt eine Klippe runterfallen will. Das heißt, man hat eher so einen vorsichtigen Fahrstil. Ich meine, es hat super Spaß gemacht, aber man pusht halt nicht letzte Rille in die Kurve rein. Und da habe ich dann doch gemerkt, das Heck vor allem will den Federweg nicht so richtig freigeben. Auch die Fox-Gabel ist eher auf der straffen Seite immer noch, auch mit der neuen Dämpfung, muss man einfach so sagen. Und da hat mir manchmal so ein bisschen die Sicherheit gefehlt. Ich bin alles super gut runtergekommen. Wie gesagt, nach so ein bisschen Eingewöhnung stand ich super im Bike. Verblockte Segmente auch mal umsetzen und so. Das war echt nach kurzer Zeit alles möglich. Also die Geometrie ist da wirklich gelungen, wenn auch auf der langen Seite. Aber so ein bisschen der Komfort ist immer noch nicht die absolute Stärke vom High Tower, wie schon beim alten Rad. Man muss sagen, wir sind das alte Rad im Frühjahr erst in unserem Vergleichstest gefahren. Da hat es auch gewonnen. Hat mehrere Gründe gehabt. Es hatte ein RockShox-Fahrwerk drin, es war super zuverlässig, auch ein total einfach zu fahrendes Rad. Und ich hatte das Gefühl, dass das RockShox-Fahrwerk vielleicht so ein bisschen mehr auf der komfortablen Seite war, was dem Rad sehr gut zu Gesicht gestanden hat. Und jetzt mit dem Fox-Fahrwerk drin habe ich mich ein bisschen schwerer getan. Wir haben dann noch mal Luft rausgelassen von den Empfehlungen, dass wir wirklich auf 30% kommen. Das war sonst vorher ein bisschen mit dem empfohlenen Luftdruck ein bisschen zu straff. Und Spacer haben wir irgendwann rausgetan, den kleinsten 0,1er Volumenspacer, der war im Dämpfer drin. Also dann ganz ohne Spacer gefahren, damit der Dämpfer so ein bisschen freigiebiger ist. Da ging es mir auch nicht nur mir so, sondern auch anderen Journalisten, die haben das auch alle gemacht. Und ist jetzt schwer zu sagen, ob es so viel geholfen hat, aber ja, das sollte man einfach wissen, das High Tower ist da wirklich kein Sofa, sondern eher ein bisschen ein strafferes Rad. Und ja, gerade auf so sehr, sehr langen Trails haben mir dann noch schon ganz schön teilweise die Hände geglüht.
Kommen wir also zu einem kleinen Fazit. Neues Santa Cruz Hightower, super fähiges Allround-Bike auf jeden Fall immer noch. Vor allem die Klettereigenschaften, die Toureneigenschaften, da gibt es einfach nichts zu meckern. Es tritt sich super gut wirklich und fühlt sich effizient an. Ist gewichtsmäßig kein absolutes Leichtgewicht, aber geht auf jeden Fall in Ordnung. Und ja, bergab fühlt sich auf jeden Fall wohl, wenn es schnell ist, wenn man Anliege hat, wenn man ein bisschen Anpressdruck hat, in den Boden reindrücken kann, dass das Fahrwerk so ein bisschen motiviert wird, aufzuwachen. Dann hat das Rad für mich gut funktioniert, war auch effizient, beschleunigt super gut. Ein bisschen zu unkomfortabel fand ich es überall so, wo es eher verblockt ist, wo man wenig Grip hat, vielleicht so ein bisschen Geröll, wo es auch ausgesetzt ist, wo man eben nicht so richtig aktiv in den Boden reinpusht. Da hat es mich teilweise etwas versetzt. Ich habe mich trotzdem geometriemäßig wohlgefühlt, aber konnte eben nicht so gut pushen wie vielleicht mit einem etwas nachgiebigeren, komfortableren Rad. Das waren meine ersten Testeindrücke von 3 Tagen im italienischen Piemont. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Wir verlinken euch auch hier drunter den Testartikel. Da könnt ihr alles nochmal in Ruhe nachlesen mit allen wichtigen Details und Geometrie und allem, was ihr wissen müsst. Und ja, folgt auch dem Kanal. Wir haben immer super viele, super aktuelle Bike-Tests und würde mich freuen, euch hier auf dem Kanal wiederzusehen. Ciao!